Und deswegen habe ich mir 10 Fragen für euch überlegt. Weiß echt nicht. Was geht ab in einem geilen Live? Wie sieht der aus, gell? Serginho, was geht ab in einem geilen Live? Kannst du uns bitte verraten, was zurzeit auf deinem Speiseplan steht und auf was du im Moment verzichtest? Ich verzichte, glaube ich, auf mehr als er, wenn ich seine Backen sehe. Ich muss sagen, es wird hier sehr gut aufgetischt von Anton Schmaus und seinem Team. Das Essen schmeckt sehr lecker. Immer ein Teller Salat und dann Beilage, was auch immer. Ich wurde gebeten, 10 Weltmeisterfragen zu stellen. Also die Rubrik hört sich für mich super an und macht das natürlich sehr, sehr gerne. Und deswegen habe ich mir 10 Fragen für euch überlegt. Fangen wir an. Es geht ja um den Pokal. In diesem Sommer weiß denn überhaupt jemand von euch, wie der Pokal eigentlich heißt? Auf gar keinen Fall. Zweite Frage ist, wie schwer dieser Pokal denn eigentlich ist. Ich kann es euch am 11. Juli verraten. Also aus meiner Erfahrung gab es im Campo Bahia 2014 in unserem Camp schon die ein oder andere legendäre Feiernacht. Liebst du es lieber ruhig oder gönnst du dir auch mal zu feiern nach einem Sieg während eines Turniers? Wie sieht der aus, gell? Nee, nach einem Sieg lasse ich es auch schon mal gern gut ausklingen, würde ich jetzt mal sagen. Also eher davor ruhig und dann kann man es auch mal genießen danach. Das heißt ausklingen. Na, einfach beisammensitzen, Musik, sich gut unterhalten, Gläschen Wein und einfach genießen. Wann wurde Deutschland zum letzten Mal Europameister? Gefolgt von Frage 4, wer denn die Mannschaft zum 2:1 Sieg schoss. Nach 96 und Bierhoff, ja, gell? Genau. Oh Gott, super von mir. Die Tschechen sind 1:0 in Führung gegangen, nach dem Elfmeter wird das 1:1 geschossen. Ich sag jetzt mal locker aus dem Hut an die Breme. Falsch, falsches Jahrhundert. Weiß ich nicht. Weiß echt nicht? Bierhoff. Das 1:1. Der hat das 1:1 und das 2:1 geschossen. Oh Gott, es tut mir leid. Dein Manager. Um auch nur ansatzweise um den Titel mitspielen zu können, braucht die Mannschaft einen besonderen Zusammenhalt. Was wirst du für den Teamgeist tun? Ja, Positivität, ja, motivieren und natürlich, wie man am meisten machen kann, mit guten Leistungen. Welche Sportart außerhalb von Fußball machst du sonst noch gerne? Mache ich sonst gerne, tue ich aber nie Basketball oder Badminton. So viel Nicht Training. mal, weil ich viel zu tun habe, sondern ich mache es einfach nicht. Mich würde interessieren, ob es für dich einen besonderen Trainer gibt in deiner Karriere, der dich besonders gefördert oder geprägt hat. Ja, gab es einige. Sehr, sehr viele auf dem Weg. Der bedeutendste war jedoch mein Vater schon von Kind an. Ja, der mich immer unterstützt hat, der immer bei mir war und ja, mich eigentlich das meiste gelehrt hat, was ich heutzutage so kann. Meine Lieblingsfaktenfrage, wie denn die Weltmeister 11 von 2014 aussah. Also Manu Neuer, Philipp Lahm, Jerome Matz, Hövedes, Schweinsteiger, Kramer, Groß, Müller, Klose, Özil. Macht es eigentlich für euch einen Unterschied, dass der Yogi jetzt aufhört, also dass sein letztes Turnier nach einer großartigen Ära ist, oder ist das kein Unterschied? Schwierig zu beantworten. Man versucht es natürlich auszublenden, um ja, sag ich mal, den Erfolg oder die Spannung, was auch immer, so zu bewahren. Natürlich hat man es irgendwo im Hinterkopf und irgendwo gibt man dann, denke ich, schon nochmal vielleicht ein paar Prozent mehr, wenn man weiß, dass man jemand, der so viel erreicht hat, der für das Land, ja auch einen würdigen Abgang zu geben. Wie gehst du mit Druck um? Ich versuche ihn anzunehmen, wegmachen kann ich ihn eh nicht und ja, mich auf das zu fokussieren, was in meiner Macht liegt, also versuchen so gut wie möglich zu spielen. Die letzte Frage, kannst du dir schon vorstellen, was es für ein Gefühl ist, wenn du tatsächlich Europameister sein wirst? Ich kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit dem Champions League Sieg, weil sowas natürlich echt bedeutend ist und ja, ein Ziel erreicht wird, was man sich schon vor Jahren gesetzt hat. Deswegen wäre es ein unglaubliches Gefühl und ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Also ich glaube sogar dadurch, dass man viel gewinnt, will man dann noch mehr gewinnen. Ich glaube, das spornt einen eher noch mehr an, als dass es einen kalt lässt.